Ja, hallo Herr Schweiche, schön, dass Sie hier bei uns sind und dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Vielleicht können Sie sich zum Anfang einmal kurz vorstellen und beschreiben, was Sie mit dem Bergbau verbindet. Erstmal sage ich auch guten Tag, Leon, Leonie, ja. Leonie, und Glück auf vor allen Dingen. Ja, was hat mich zum Bergbau gebracht? Wie man so schön sagt, auf Kohle geboren, im Bereich der Zeche Nordstein in Gelsenkirchen-Horst, wo es unvorstellbar dreckig und staubig war, wo der Schnee nach 2 Stunden schwarz war. Aus der Zeit komme ich. Bin später dann in den Bergbau gekommen, in 4. Generation. Nach mir kamen Töchter, das ging dann nicht mehr. Und der Bergbau war dann auch geschlossen. So hat sich die Geschichte so vervollständigt. Können Sie vielleicht beschreiben, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aussah? Und vielleicht haben Sie auch eine besondere Anekdote oder Erinnerung, die Sie mit uns teilen möchten? Ganz sicher, das wird dann etwas länger gleich. Der normale Arbeitstag für den klassischen Bergmann bzw. Aufsichtsperson, Steiger, sieht so aus, man kommt zum Bergwerk lange bevor die Schicht beginnt, nämlich man zieht sich um. Der Bergmann geht dann von außen an der Steigerstube an einen großen Schalter und holt sich die Aufträge ab. Und auf der anderen Seite sitzt der Steiger, der gibt dann die Aufträge, hat aber schon viel Papierkram hinter sich und so läuft das dann, bis dann zur regulären Schichtzeit um 6 Uhr man sich Richtung Schacht begibt. Man ist ja umgezogen, man packt sich die Lampe, also die Batterie der Lampe und einen Filterselbstretter und alles Mögliche an Handschuhen und Staubmaske und Ohrenstöpsel ein und fährt dann eben runter und geht dann zu seinem Arbeitsplatz hin. So läuft das am Anfang der Schicht. Dann läuft ja die Schicht unter Tage mit einem langen Hinweg der Arbeitszeit und einem langen Zurückweg. Und da geht dasselbe dann rückwärts für den Arbeitnehmer. Ist das so, dass er dann in die Kaue geht, das sind die Waschplätze, zieht sich um, wäscht sich und geht dann nach Hause und der Steiger sitzt dann in der Steigerstube und schreibt seine Rapporte und Berichte und sowas alles. Und er ist der Letzte, der dann geht, weil er muss dafür gerade stehen oder trägt die Verantwortung dafür, dass aus seinem Bereich alle Menschen aus der Grube heraus sind. Die sogenannte Lampenliste ist alles wieder abgegeben, sind alle raus. Das ist so der Arbeitstag. In meinem speziellen Fall sieht das etwas anders aus. Ich war als verantwortlicher Wettersteiger in der Grube. Wettersteiger bedeutet verantwortlich für die Ventilation, für die schädlichen Gase, dass sie nicht auftreten, für die Klimatisierung und solche Geschichten. Und alle Messgeräte. Das war mein Job. Ich musste also weniger meine Leute einteilen. Die sind auch nicht um 6 runtergefahren, die sind später runtergefahren mit ihrem gesamten Equipment. Labormessungen und ich weiß nicht, was da so alles anstand. Und meine Tätigkeit war dann mehr Büro, Besprechungen, Sitzungen. Ich war etwa 50% der Zeit unter Tage, öfter nicht. Okay. Und gibt es irgendeine besondere Erinnerung oder wie Eine gesagt besondere Anekdote? Erinnerung. Ich hatte gerade mehrmals das Wort verantwortlich gesagt. Das Bergrecht ist wesentlich strenger als das Straf- und Zivilrecht. Das Bergrecht das spricht von Verantwortung. Wir Bergleute sind nicht einfach angestellt am Bergwerk und machen da irgendeine Aufgabe, sondern wir sind bestellte Personen vom Bergamt für eine bestimmte Aufgabe. Und darin steht dann, ich bin verantwortliche Person, Aufsichtsperson. Früher hieß es Steiger, das ist die verantwortliche Person. Und Verantwortung bedeutet eben, dass man, wenn man dagegen verstößt, ruckzuck ein Verfahren am Hals hat oder im Gefängnis landet. Eine Anekdote, die ist sehr krass und sehr gravierend, aber bedeutet, was Verantwortung bedeutet. Es war eine Stelle, die stillgelegt war und abgedämmt war. Abgedämmt heißt zugemauert, zugespritzt mit Beton und so weiter, eben abgedichtet war, aus der Gas herauskam. Gas bedeutet Grubengas, Erdgas. Und das ist bekanntlich brennbar und auch explosiv. Und das war in einer Konzentration vorhanden, wo ein unter Strom führendes Kabel durchlief, wo 5000 Volt drauf waren. Und die Vorschrift sagt, alle elektrischen Geräte in dem Bereich abschalten. Also abschalten. Nur war auf diesem Kabel eine Elektroverteilung, wo ganz, ganz viel hinterhing. Betriebe, die gar nicht davon betroffen waren, aber eben davon versorgt wurden.
Und dann habe ich eben mit mehreren Anrufen über die Fernabschaltung versucht, das abschalten zu lassen. Nicht einfach so von mir aus, zack, alles dunkel, sondern, sondern dass Leute darüber Bescheid wissen, gleich wird abgeschaltet und die Sache eben beseitigen. Und das hat eine Weile gedauert, bis das soweit war, dass dann abgeschaltet wurde. In der Zeit habe ich dann alles herbeigeschafft, was so notwendig ist, um das zu beseitigen, mit Ventilation und mit Spritzbeton und was nicht alles, das alles wieder abzudichten. In der Zeit kam dann der Betriebsführer. Das ist eine alte Generation gewesen, die nur Produktion kannten, mit seinem Obersteiger aus dem Abbaubetrieb, der aber ein Kamerad von mir von der Grubenwehr war, Grubenwehr, die Feuerwehr unter Tage, der sich vor mich aufbaute, weil er war ja wesentlich höher gestellt als ich, und fragte mich, musste das sein? Und ich habe nur Ja gesagt. Der hat nur noch mit dem Kopf gewackelt, er hat keine Worte mehr gehabt, Mund auf und zu. Und der Kollege Obersteiger, der hat ihn dann genommen, komm, wir gehen, der weiß genau, was er macht, wir gehen jetzt. So, das ist Verantwortung. Es war ein Viertel der Zeche stillgelegt, abgeschaltet, keine Produktion mehr. Das ist natürlich viel Geld, aber Menschenleben ist mehr. Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut, wie gefährlich die Arbeit unter Tage auch teilweise war. Ja. Welche Qualifikationen oder Fähigkeiten brauchte man? Als normaler Bergbau eine Lehre, Bergmann eine Lehre oder als Steiger dann eben die Technikerschule oder die Hochschule. Die habe ich natürlich auch durchlaufen als Bergingenieur von der Schule in Bochum. Aber zusätzlich kam eine Ausbildung hinzu, eben, ich sagte ja gerade, dass ich Wettersteiger war, beziehungsweise verantwortlicher Wettersteiger. Da kommt dann ein 3-monatiger Lehrgang mit sehr, sehr viel Physik, mit Aerodynamik, Strömungslehre, Thermodynamik und vor allem der Bernoulli-Gleichung. Das kommt dann da hinzu. Das ist bestimmt ein Begriff, die Bernoulli-Gleichung. Ja, also damit habe ich sehr viel zu tun, mit sehr viel Physik. Das Besondere an dem Job ist, ich stehe unter keinem Produktionsstress. Ich unterstehe auch niemanden außer dem Gesetz und ich kann nicht schalten und walten, wie ich will, aber ich kann schon Finger in die Wunde legen, Leute, so geht's nicht und ihr müsst das so und so machen. Das ist schon die spezielle Ausbildung, Wettertechnik. Und was hat Ihnen an Ihrer Arbeit gefallen, beziehungsweise was waren vielleicht auch Herausforderungen? Herausforderungen eher weniger, weil ich war ein anerkannter, das sind alle Wettersteiger, die sind alle anerkannte Menschen. Wenn die etwas sagen, dann hat das Hand und Fuß aus Grund von irgendwelchen Berechnungen, nicht irgendwelchen, aufgrund von Wetternetzberechnungen hat das einen bestimmten Grund. Was mir gefallen hat, war dieses freie und unabhängige Arbeiten fern von jedem Produktionsdruck. Ich hatte keinen Stress in der Situation. Die Leistung muss kommen, die Tonnen müssen kommen, die Meter müssen kommen. Das brauchte ich nicht. Aber diesen Stress hatte ich nicht. War ein sehr angenehmes Arbeiten. Und jetzt ist es ja so, dass viele Zechen oder beziehungsweise alle Zechen in Deutschland geschlossen sind und sich damit natürlich auch Ihr Leben wahrscheinlich stark verändert hat. Können Sie Ihre Erfahrungen beschreiben, die Sie mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet gemacht haben und wie das auch Ihr Leben beeinflusst hat? Ja, das waren viele, viele Fragen. Ich fange an mit einem besonders denkwürdigen Tag heute. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, dass heute vor genau 5 Jahren die letzte deutsche Steinkohlenzeche Prosper Haniel geschlossen wurde, am 21.12.2018. Im Moment läuft, glaube ich, das Video auf WDR irgendwo mit der Übergabe der Kohle an den Bundespräsidenten. Ja, das war so die Geschichte. Was waren noch die Fragen? Der Rest? Wie der Strukturwandel Ihr Leben verändert hat und wie Sie diesen im Ruhrgebiet wahrnehmen. Der Strukturwandel, der zieht sich schon nicht jetzt erst seit dem Schließen der Bergwerke ab, oder vollzieht sich nicht mit dem Schließen der Bergwerke jetzt, sondern das ist schon seit den 60er Jahren so gewesen. 67 zum Beispiel, große Kohlenkrise. Ich kann mich daran erinnern, ich war 13, könnt ihr rechnen jetzt? Ne, 14 war ich, könnt ihr rechnen. Da war mein Vater in Kurzarbeit, öfter mal. Also da fing das schon an mit dem Schließen der Bergwerke und auch mit dem Umstrukturieren des Ruhrgebiets an sich. Im Süden des Ruhrgebiets und in der Mitte des Ruhrgebiets, mit den Städten Bochum, Dortmund, Essen, entstanden Hochschulen.
ganz früher waren, was heißt früher, in den 60er Jahren hatten wir um die 600.000 Beschäftigte und keine Studenten. Mittlerweile ist das so, dass wir keine Bergbaubeschäftigten mehr haben, aber 200.000 bis 300.000 Studenten, wenn man die Fachhochschulen mit einrechnet. Das ist eine Ansage. Also das hat sich gewandelt. Die Städte Essen oder die Stadt Essen zum Beispiel hat sich sehr auf Handel und Versicherung, speziell um Banken und Versicherungen spezialisiert. Dortmund auf Mikroelektronik und Hochschule, Bochum genauso. Die südlicheren Städte, die haben also mehr schon tun können als die zum Schluss geschlossenen nördlichen Städte. Da sind große Gewerbeflächen, wie zum Beispiel in Marl ist einmal die Metrologistik hingekommen. Dann wird an dem Standort, an dem ich beschäftigt war, Augusto Victoria d'Italia hinkommen, mit einem riesengroßen Logistik- und Distributionscenter. Dann gibt es auf der Zeche Leopold in Wulfen, in dieser neuen Stadt Barkenberg oder an dieser, wo der Außenschacht Wulfen 1, 2 glaube ich waren, Levi's für, ich glaube für ganz Europa und Asien, dass sie da Vertrieb machen. Ein riesen Logistikcenter. Also solche Sachen im Großen sind entstanden. Und was nicht Handel und Gewerbe ist, ganz viel Kultureinrichtungen oder die Begradigung oder Renaturierung der Emscher. All solche Geschichten, das sind Sachen aus dem Strukturwandel, die lange dauern, aber immer weiter fortgeschrieben werden. Mir fällt gerade noch 97, glaube ich, war das die Bundesgartenschau in Gelsenkirchen ein. Das war früher undenkbar gewesen, auf einem so dreckigen Gelände da irgendwas zu machen. Heute habe ich einen Artikel gelesen, in der WRZ war das, über das Bergwerk Prosper, weil eben heute dieser Jahrestag ist. Wie lange das dauert, bis da jemand angesiedelt ist. Also das kann locker 5 Jahre dauern, bis die Flächen so saniert sind, dass die Schadstoffe und Giftstoffe entfernt wurden, sodass man da etwas ansiedeln kann. Das wird genauso kommen. Was mich betrifft, ich bin schon ein etwas älteres Semester. Ich bin seit 22 Jahren im Ruhestand, sodass mich das persönlich weniger betrifft. Es gibt gute gesetzliche Regelungen für Bergleute, die ausscheiden müssen, weil sie nicht vermittelbar sind in dem Bereich. Von da sind wir völlig normal, völlig ausreichend sozial abgesichert, sodass uns da nichts passieren kann. Wie denken Sie, hat sich die Identität des Ruhrgebiets verändert? Sie hat sich verändert. Die älteren Leute kennen dieses Miteinander in Kameradschaft, in ziemlicher derber Sprache, aber nie böse gemeint. Das ist bei den Älteren wohl noch vorhanden. Ich hatte einen englischen Kollegen kennengelernt, auch bei einer Besucherführung, der auch aus dem Bergbaugebiet kam, der sagte, er hat dasselbe Problem. Viele jüngere Leute und viele Leute, die von anderswo eingewandert sind, haben nicht die Mentalität und auch nicht die Gedanken dazu, wie man in so einer Kolonie gelebt hat miteinander, und das hat sich gewandelt. Also viele der jüngeren Leute ist leider so, dass die von dem Miteinander und von dem Umgang miteinander nichts mehr so mitbekommen haben. Das sollte man vielleicht bewahren. Ich weiß nicht, ob mir dazu steht, Werbung für ein Ruhrpott-Musical zu machen, in dem genau das angesprochen wird, wie man eben miteinander umgegangen ist. Hart, aber herzlich. Wie empfinden und bewerten Sie selbst den Strukturwandel im Ruhrgebiet? Dadurch, dass ich schon ein bisschen länger auf der Welt bin, konnte ich eben sehr viel beobachten, was in den Städten so passiert ist. Ich sehe das als einen guten Schritt, zwar langsam in der Entwicklung, aber stetig, was eben schon in den 60er, 70er Jahren begonnen hat. Das hat gerade in den 70er Jahren, als Willy Brandt auf einer Wahlveranstaltung hier gestanden hat, gesagt, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Und das ist er geworden. Mit vielen Filteranlagen, mit viel Investitionen darüber, mit vielen Autobahnen, mit dem Einladen der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, in Gelsenkirchen zum Beispiel, Parkstadion, viele große Straßen angelegt worden.
Autobahnen. Es sind U-Bahnen gebaut worden, was in anderen Städten seit 100 Jahren ist, aber im Ruhrgebiet nicht möglich ist. Durch die Bergsenkung und Bergschäden konnte man keine U-Bahnen bauen. Jetzt geht das. Ob das die U35 ist nach Herne oder in Essen oder in Dortmund. Da hat sich sehr, sehr viel getan und auch sehr viel entwickelt und das wird sich weiterentwickeln. Und welche Formen des Erinnerns wünschen Sie sich für die Geschichte des Bergbaus, aber auch für diese Region hier? Da spreche ich natürlich in eigener Sache über das Trainingsbergwerk, an dem ich, beschäftigt kann ich nicht sagen, ich bin ja Vereinsmitglied, ich mache das ja freiwillig. Also dieses Trainingsbergwerk zum Beispiel, dann die Route der Industriekultur, die man befahren, bewandern kann, die Halden. Das ist die eine, die kulturelle Geschichte. Und auf der anderen Seite, was ich mir wünsche, ist eben diese besondere Identität des Ruhrgebiets Menschen, der ein anderer Schlag ist als in anderen Bundesländern. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nicht eine Gemeinschaft aus 53 Städten sind, mit 5,5 Millionen Einwohnern ungefähr, sondern dass wir eine Metropole Ruhr sind. Sodass nicht 53 Bürgermeister entscheiden, das ist gut für mich und das ist gut für mich, sondern ich hätte mir gewünscht, so wie bei der Kulturhauptstadtgeschichte im Jahr 2010, als die Stadt Essen für das gesamte Ruhrgebiet das beantragt und bekommen hat, dass man gemeinsam handelt. Als Beispiel das Projekt Sperrung der Autobahn 40 zwischen Duisburg und Dortmund mit 3 verschiedenen Bezirksregierungen, Düsseldorf, Münster und Arnsberg, mit ich weiß nicht wie vielen Städten und Stadtbürgermeistern und Land und Bund, weil eine Autobahn ist ja Bundessache. Da sagte man, das klappt nie und am Ende hat das geklappt. 60 Kilometer der Straße waren gesperrt, mit auf der einen Seite Tischen, 20.000, und kleinen Events, die von den Besuchern da veranstaltet wurden. Und die andere Autobahnseite war freigegeben für alles, was rollen kann, aber keinen Motor hat. Also Kinderwagen, Roller, Fahrrad, Rollstuhl, was weiß ich, Skater. Das war ein Gemeinschaftsprojekt in dieser Metropole Ruhr, wo man sich tatsächlich geeinigt hat und nicht 53 Kirchtürme für sich selbst beleuchtet. Das wünsche ich mir. Ja, dann wären wir auch schon am Ende. Vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten und Ihre Zeit Danke sehr. und alles Gute für Sie. Hat mich gefreut.